Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir sind heute auf unserem vierten Römerpfad unterwegs, beziehungsweise, wie ihr hier seht, wir sitzen gerade vor dem Greenscreen, ist also schon ein paar Tage her, dass wir ihn gelaufen sind. Ja, An- und Abmoderation wollten wir eigentlich am Ende vom Weg machen. Ja, hat sich dann aber im Verlauf des Tages anders dann für uns dargestellt, weil uns sozusagen Hindernisse in den Weg geflogen sind. Genau. Dazu dann aber könnt ihr im Video sehen, was da genau los war. Ja, unser vierter Römerpfad war dann der Herkulespfad mit 14 Kilometern der längste Weg. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so war, beziehungsweise was dann so unser kleines Problem gegen Wegende dann war, Dann bleibt dran, kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. der Startpunkt des Herkulespfades ist etwas abseits von Buchen, mitten im Wald neben einem Forsthaus. Von hier aus starteten wir, mal wieder entgegen der empfohlenen Laufrichtung, direkt mit einem ersten Highlight. Das etwa 0,2 Hektar umfassende, aus dem 3. Jahrhundert stammende Kleinkastell Höhnehaus. Der Weg führte uns auf seinem ersten Abschnitt, mal auf schmalen Pfaden, mal auf breiten Wegen durch Wald. Nicht weit entfernt vom Kleinkastell stießen wir auch auf den ersten von 2 Wachtürmen auf dem Weg. Auch der zweite Turm sollte nicht lang auf sich warten lassen. Man sollte nur darauf achten, den Abzweig nicht zu verpassen. Der Turmrest liegt etwas unscheinbar am Wegesrand. Nach nicht einmal 3 Kilometern erreichten wir auch die Stempelstation des Herkulespfades, nebst Jupiterbank und antiker Grabinschrift. Der Tobi hatte hier nur den nächsten Stempel im Sinn. Die Römernadel will ja verdient sein, sodass er doch glatt vergaß, auf der Jupiterbank ein Päuschen einzulegen. Von nun an verließen wir für eine lange Zeit den Wald und traten hinaus in die offene Landschaft. Und wie auch immer der Tobi es geschafft hat, er hatte direkt einen Stein im Schuh und kam so doch nochmal zu seinem Päuschen. Tobi hat einen Stein im Schuh. Besser. Frisch entsteint läuft es sich natürlich direkt viel besser. Und sogleich treibt der Tobi Anne auch zu mehr Einsatz vor der Kamera an. Heul nicht, lauf! Das ist aber immer so. Mi, 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 mi. Nee, nix Mimimi. Die Menschen wollen deine Schokoladenseite sehen. Nein, das wollen sie nicht. Ich will sie nämlich auch nicht sehen. Sieht von der anderen Seite viel besser aus. Wie im Wald hatte auch der folgende Wegabschnitt eine abwechslungsreiche Wegführung und überzeugte uns mit seinen schönen, weiten Ausblicken. Waldrand fanden wir auch wieder eine Limesmarkierung und ein Stück weiter trafen wir auf eine nachgebaute Limesanlage mit Palisade, Wachturmrest und angedeutetem Wall nebst Graben. Bei Verlassen der Anlage stellten wir fest,
dass diese wohl auch als Standort für ein Odenwälder Woodstock dient. Naja, auch die Römer wussten sicher schon zu feiern. Im Anschluss durchquerten wir den Ort Rinsheim. Hinter dem Ort machten wir uns in praller Sonne an einen langgezogenen Anstieg. Bei diesem kam dieses Mal selbst Anne ein wenig ins Schwitzen. Da. Weiterlaufen. Beim Anstieg hatten wir noch das Glück, ein eher ungewöhnliches Himmelsphänomen zu sehen zu bekommen. Auf dem Höhepunkt des Anstiegs erwartete uns eine kleine Bergkapelle. Dort aus ging es weiter über Wiesen und Felder. Im Schatten eines Windrades fand Anne endlich auch ein wenig Abkühlung. Im Windradschatten. Fast besser ohne Filter. Wohltat. Nach moderner Windanlage stießen wir auch noch auf eine weitere moderne Sehenswürdigkeit. So, der moderne Wachturm. Der heutige. Den Römern nachempfunden. Am Waldrand trafen wir auf eine weitere Kapelle. Mit läutbarer Glocke vorne dran. Ratet mal, wer hier seinen Spaß hatte. Highlight sollte der Weg noch für uns bereithalten. Einen längeren Abschnitt entlang von Dolinen, also kleineren bis größeren Karstlöchern. Im Falle des Odenwaldes findet man eher die kleinen Vertreter. Dieser letzte Wegabschnitt sollte für uns aber auch eine besondere Herausforderung bereithalten. Zu fortgeschrittener Stunde liefen wir in einen Hinterhalt mehrerer Legionen altrömischer Blutsauger. Schnaken fielen über uns her und verfolgten uns hartnäckig, sodass wir die letzten rund 2,5 Kilometer zum Auto gefühlt im Tiefflug zurücklegten. Ah, es sticht! Darfst du schnell stehen bleiben? Schnaken! Kannst du runterspringen. Guck mal, hier. Ja, die sind hier überall, die Viecher.
Herkulespfad war sicher nicht zuletzt wegen der prallen Sonne und der Legionen altrömischer Blutsauger unsere anstrengendste Tour auf den Römerpfaden. Auch ist der Pfad mit seinen rund 14 Kilometern der längste. Unterwegs gab es wieder reichlich zu sehen. Limes, Wachtürme, ein Kleinkastell und herrliche Blicke über den Odenwald. Wie gewohnt war die Beschilderung auch beim Herkulespfad hervorragend. Unser Highlight dieses Mal natürlich die Glocke. Hervorragend. Ja, das war unsere Tour auf dem Herkulespfad. Ja, und es war wieder sehr schön für uns zu laufen. Vor allem auch wetterbedingt, muss ich von meiner Seite aus sagen, weil bei diesem strahlenden Sonnenschein und den wirklich hochsommerlichen Temperaturen war das, also für mich, ein Genuss zu laufen. Genau, Anne mag's heiß, ne? Ja, genau. Also Genau, um mich herum auf jeden Fall. Genau, Tour war, wie gesagt, sehr schön, gab viel zu sehen. Wieder einiges von den Römern, sagen wir, 2 Kapellen dabei, die Aussichten, die man dann auch sehr viel dann im Mittelteil der Tour hat. Ja, es war generell, fand ich sehr, wenn man das so sagen kann, stimmungsvoll. Weil es war dieses hochsommerliche Flair und dann hat man diese, also ich kann mich jetzt noch an die vielen breiten Wege erinnern mit weiten Sichten in alle Richtungen und dann das Kirchlein, die Kapelle, Pilgerkapelle, die wir gesehen haben auf dem Berg, also auf dem Hügel. Es war alles, ich weiß nicht, stimmungsvoll, kann ich dazu nur sagen. Also irgendwie schön zu laufen, auf jeden Fall. Genau, daneben noch ein bisschen was Modernes mit einigen Windrädern, die man gesehen hat Ja. und die Anne auch für den Die waren für den Schatten perfekt. genutzt hat. Genau. Also insgesamt ein für uns auch sehr schöner Wandertag. Genau. Ja, dann haben wir es doch schon wieder, oder? Ja, allerdings nein, haben wir nicht. Du hast was vergessen. Da war was am Himmel. Stimmt. Genau, das Himmelsphänomen, das ich ja im Video noch nicht aufgelöst habe. Genau, da waren wir unterwegs und dann... Genau, wir waren nämlich unterwegs und schauten dann dahin und so, was ist das da oben? Genau, Da ist ein hatten wir Streifen. diesen Streifen am Himmel. Und genau, blende ich euch hier natürlich gerade nochmal ein. Hab dann auch unterwegs gleich mal gegoogelt. War Klassischer neugierig. Tobi. Ja, man muss ja wissen, was da so los ist, genau. Und also wenn ich das richtig rausgefunden habe, müsste das einfach der Schattenwurf von diesem Kondensstreifen von dem Flugzeug gewesen sein, das da unterwegs war. Also ich hatte es vorher noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich Und- wusste nicht, dass Kondensstreifen Schatten werfen können. Ja, wieder was gelernt, sah auf jeden Fall ganz interessant aus. Haben auch dementsprechend, denke ich mal, ganz gut getroffen und ja, gut. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, Jetzt haben oder? wir es tatsächlich, Jetzt haben wir es. ja. Ah, na gut, wunderbar. Dann war es das mal wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.